Pianos zum Einsteigerpreis. Bei akustischen Klavieren muss man generell deutlich mehr Budget einplanen als bei Digitalpianos, die wir uns ja hauptsächlich so anschauen. Aber es ist für viele ja auch die Frage, Digitalpiano oder richtiges Klavier. Kauft man erstmal ein sehr günstiges, gebrauchtes Klavier und wie geht man mit einem akustischen Instrument um? Also was muss man eigentlich über Klavierstimmung und so wissen? Fragen über Fragen an Yassin Korchi von der Online-Musikschule Music to Me. Hallo Yassin. Hallo Jörg. Ja, diesmal darf ich dir zwei akustische Pianos präsentieren. Das finde ich auch mal ganz spannend. Aber ich denke mal, als Jazzpianist, als studierter Jazzpianist, ist dir das Klavierspielen an einem akustischen Instrument nicht fremd. Das stimmt, also man kennt sich sozusagen, ja. Und, und ist natürlich vor allem im Jazz oder auch im Klassikbereich akustische Klaviere und Flügel natürlich Alltag, ja. Ja, also wir schauen uns hier jetzt zwei Einsteigermodelle von Thomann an, die, finde ich, schon eine Überraschung sind, also vom Preis her und von der Baugröße. Also das ist ja schon, das sind ja ausgewachsene Klaviere. Da haben wir hier dieses UP 123. Das kostet so etwas über 4.000 Euro. Da kriegt man von so Marken wie Yamaha oder Kawai gerade mal ein Kleinklavier. Ja. Ja, und das hier ist das kleinere Modell, das sieht man kaum, ist fast gleich groß. Ja. Das heißt UP 121. Das kostet dann sogar so knapp unter 3.000 Euro. Wow. Also für mich sehen die erstmal sehr ähnlich Ja. aus. Und ich denke, ja, wir hören uns einfach mal die an und schauen mal, wo die Unterschiede sind. Und auf die Details gehen wir dann gleich noch ein. Sehr schöner Klang. Also ich finde, es hat, das ist mein Eindruck, so einen schönen lyrischen, eher so einen warmen Obertonbereich. Sehr schön weich und sehr angenehmer Klang, macht Spaß und ist auch schon, kommt auch einiges hier rüber an Energie. Also, Das kann man wohl sagen, ja. ja, es hat Power und also ich muss sagen, der erste Eindruck ist schon sehr angenehm. Ja gut, dann bin ich gespannt, was du zu dem sagen wirst. Wir tauschen mal die Plätze. Also da ich jetzt zuhören durfte, kann ich jetzt erstmal sagen, so riesig groß ist der Unterschied mal nicht. Eigentlich nicht wirklich. Also vom Klang ist es auf jeden Fall ähnlich. Auch so ein bisschen eine weiche oder sehr angenehmen Touch. Ja. Hier kommt natürlich ein bisschen weniger Volumen rüber. Das merkt man natürlich schon, gerade im Bassbereich. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass es einen Riesenunterschied gibt. Also die sind sich schon sehr ähnlich. Ja. Wie ist das Spielgefühl? Wie würdest du das einschätzen? Die Tastatur ist hier bei dem größeren ein bisschen ein bisschen schwergängiger, wie soll man sagen. Also man muss ein bisschen mehr auch in die Tastatur reingeben, was ich aber zum Beispiel total gut finde. Also Ja, ich mag okay. eher schwerere Tastaturen. Hier ist ein bisschen leichtgängiger und auch gerade hier, wenn es hier hochgeht, ist es schon sehr angenehm zu spielen. Und man merkt, dass wahrscheinlich hier der Fokus auch ganz klar Einsteiger sind, die vielleicht auch gar nicht so ein gutes Spielgefühl haben oder auch die Kraft haben, um da richtig reinzuhauen. Ja? Und dementsprechend wurde hier darauf geachtet, dass die Tastatur ein bisschen leichtgängiger ist. Ja. Was würdest du generell eigentlich sagen, wo du gerade Einsteiger und für den Anfang, wo du es gerade erwähnst, ist es eigentlich grundsätzlich besser, mit einem akustischen Klavier loszulegen oder ist dann ein Digitalpiano nur gut genug oder ist das, wie schätzt du das ein? Gut, man muss natürlich sagen, grundsätzlich ist ein akustisches Klavier natürlich das, woher das Instrument lernen herkommt, ne, aus dem akustischen Klavierbau. Deswegen ist so ein Klavier zum Klavierlernen eigentlich immer besser. Aber
da stellen sich natürlich dann wieder andere Probleme, auf die wir sicher auch gleich nochmal kommen. Platz, Gewicht ne, in der Wohnung. Ich kann hier quasi nicht spielen, ne, also ohne Kopfhörer. Ne. Diese ganzen Vorteile habe ich natürlich bei einem Digitalpiano und gehe dann vielleicht klanglich oder auch von der Tastatur einen Kompromiss ein, aber habe halt andere Vorteile. Ne. Deswegen die Frage beantwortet, ja, das akustische Klavier ist besser, aber man darf sich natürlich auch nicht so eine alte Mühle holen, irgendwo gebraucht und die dann irgendwie auch nach einiger Zeit vielleicht auch nicht das hält, was sie versprochen hat am Anfang. Also man muss sich einfach mit dem Thema akustischem Klavier besser beschäftigen und da braucht man einen Lehrer oder einen guten Klavierhändler in der Nähe oder jemanden, der einen da wirklich berät, damit man da keinen Fehlkauf tätigt. Ja, sicher. Man denkt ja, man kann jetzt günstig in den Kleinanzeigen ein altes Klavier kaufen und man hat eigentlich keine Ahnung davon. Man weiß nichts über einen Resonanzboden, der eventuell Risse hat oder einfach nicht mehr gut ist. Man weiß nicht, unter welchen Witterungsbedingungen das Klavier irgendwo auf dem Speicher gestanden hat. Man weiß es halt nicht. Aber da sind ja noch viele andere Punkte, die man gar nicht einschätzen kann. Ja. Also die Hämmer, in welchem Zustand sind die? Müssen die erneuert werden? Wie ist die Besaitigung? Müssen die Wirbel neu? Kann man das überhaupt noch stimmen? Ja. So, das kommt ja alles rein. Ist ein Riss in dem Rahmen oder ich weiß es ja gar nicht mal so genau. Und es muss einem klar sein, dass natürlich so ein Klavier zweimal im Jahr gestimmt werden sollte. Ja. Minimum. Einmal Minimum, zweimal eigentlich mittlerweile auch schon Minimum. Ne? Also man muss denken, 1 bis 2 Mal. Das kostet mittlerweile auch zwischen 100 und 150, 160 Euro pro Stimmung. Also man hat natürlich mit so einem Instrument, ein bisschen wie bei einem Auto, natürlich Folgekosten, die man nicht unterschätzen darf. So ein Gerät oder so ein Instrument muss quasi alle paar Jahre auch mal untersucht werden, quasi wie so eine Inspektion, alle 4, 5 Jahre. Mechanische Teile, bewegliche mechanische Teile, die müssen halt auch irgendwie wieder eingestellt werden. Ja. Klar. Und das kostet natürlich Geld und je nachdem, ob man Gebrauchtes hat, ist die Frage, was muss da alles gemacht werden? Und das kann schon, ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich hatte jahrelang akustische Klaviere zu Hause, das kann dann schon auch mal ein paar tausend Euro kosten, wenn es blöd kommt. Ja. Aber natürlich, die Entschädigung ist natürlich hier dieser schöne Klang und man kriegt hier natürlich direkt was geboten. Ne? Genau, also ich würde gerne auch mal meine Klassikbeispiele probieren, weil um auch mal das Spielgefühl einzuschätzen, weil ich spiele meistens digital und bin jetzt sehr gespannt, wie ich damit klarkomme. Ja. Also ich glaube, ich leg auch mit dem los. Oder nee, ich sitze ja schon hier, dann fange ich hier an. Gut, das klappt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ja. Und ich probiere noch mal die andere Variante von den Diabelli-Variationen. Das ist wirklich ein Riesenunterschied, ob man jetzt auf einem akustischen Klavier spielt oder auf einem Digitalpiano. Also ich merke das von der Dynamik her, also dass ich ganz andere Möglichkeiten habe, mich in der Dynamik auszudrücken. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Also man kriegt natürlich hier den Klang jetzt auch bei so einem Wandklavier direkt jetzt hier ins Gesicht, sage ich mal, oder an die Ohren. Und wir haben jetzt mal den Kasten abgenommen, damit wir es hier auch schön mikrofonieren können. Und da hast du natürlich direkten klanglichen Zugriff auf das, was du machst. Und das kann ein Digitalpiano in der Form natürlich nur schwerlich bieten. Ja? Nee, das ist auch wirklich toll. Man hört ja tatsächlich auch die ganze Mechanik. Ja. Das ist so lebendig. Ja. Das finde ich total schön. Und man kann ja dann auch noch solche Späße machen hier. Das finde ich auch lustig. Ja. Also, oder also man kann damit experimentieren. Ja. Und ich sehe hier diesen Lappen. Das ist ja, also mein altes Klavier früher, mit dem ich gelernt habe, das hatte das auch. Da kann man dann so einen Dämpferband vor die Hämmer bringen. Und dann wird das ganz leise. Also, das finde ich, das ist ein super schöner Sound. Und ja, gibt es ja den Chili Gonzales, der ein ganzes Album damit gespielt hat.
Also Klang. ganz viele Klavierstücke, die so gespielt sind. Und eigentlich ist es zum Üben gedacht, Ja. aber auch ein toller Sound einfach, den man damit machen kann. Geht Fall, mit ja. einem Digitalpiano auch nicht. Eher nicht. Ne? Nee, wüsste ich jetzt nicht wie. Höchstens mit einer Piano-App oder so. Ja. Da können wir das irgendwie schon mal simulieren, ja. Oder mit einem Piano, wie es das dann im Computer läuft, ja. Ja. Gut. Klingt erstmal komplizierter, als einfach Klavier zu spielen. Ja. Dann haben wir hier noch den Klassiktest. Stimmt, oh, den muss ich ja da noch machen, alles klar. So, hier habe ich das Gefühl gehabt, auch hier kann ich in diese laute Passage, da kann ich richtig Kraft reinlegen. Ja. Weil ein Digitalpiano kommt da schon viel eher raus. Ja, so. ja, das stimmt. Ja. Das ist ein ganz anderes Spielgefühl. Was sagst du zur Tastatur Die insgesamt? Tastatur, das spielt sich sehr anders. Es klingt auch total anders Ja. jetzt plötzlich. Ich habe das eben ganz anders wahrgenommen, als ich zugehört habe. Ja. Das ist viel direkter und klarer im Klang. Ja, das hat einen sehr schön warmen Sound und hat auch mehr Bandbreite nochmal in der Dynamik, habe ich das Gefühl. Und hier ist das schon sehr, sehr kräftig und direkt. Ja, und die Fast rockig. Ja, genau. Und auch die Tastatur geht da eher hin. Also es ist alles ein bisschen leichtgängiger und da muss man natürlich auch wieder aufpassen, dass man dann die Regulierung übers Spiel und Lautstärke und so, also die sind schon unterschiedlich, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich probiere mal diese leisere Variation, wie mir die gelingt. Ja, das ist schwieriger, leise zu spielen, aber das ist vielleicht auch eine Frage der Intonation, aber was mir gefällt, ist wirklich dieser total klare Klang. Also man muss einfach dann auch so ein Stück in einem anderen Lautstärkebereich oder Intensitätsbereich spielen. Ne? Auf jeden Fall gefällt mir das auch. Aber der Unterschied ist klar, auch hier im Spielgefühl. Und das kann man sich auch ganz leicht erklären. Also wenn man jetzt auf die technischen Details schaut, da haben wir eine Rennermechanik und die Hammerköpfe, die sind von Abel, also europäische Produktion. Und hier ist das asiatische Herkunft. Das ist, also die Mechanik ist dann schon noch eine andere. Und das merkt man dann auch irgendwo im Spielgefühl. Ja. Aber jetzt muss man ja bewerten, für jemanden, der anfängt, ist das so gravierend. Ich habe ja jahrelang auch Unterricht gegeben in Musikschulen und habe natürlich ganz viele Schüler gehabt. Und die Frage ist ja immer die gleiche, Klavier oder Digitalpiano oder Keyboard. Und man muss natürlich ganz klar sagen, dass als Einsteiger hat man diese Nuancen oder diese Facetten überhaupt nicht. Also man muss wirklich viele Jahre Klavier spielen, um wirklich zu sagen, okay, das und das. Und dann ist natürlich Klavierspielen auch eine Frage irgendwann mal vom Talent. Also was will ich erreichen? Will ich vielleicht als Kind an ein musisches Gymnasium oder will irgendwie in eine Ausbildung, die in diese Richtung geht? Ja. Aber für den Einstieg ist das schon toll, was hier geboten wird. Und vor allem für den Preis. Das ist ja auch nochmal eine Frage, die wichtig zu klären ist. Was möchte ich in so ein Hobby anfangs reinstecken? Und der Einstieg ist hier preislich natürlich super attraktiv. Absolut. Also glaube ich, können wir da schon zusammenfassen. Ja. Ich würde, da ich hauptsächlich digital spiele, mit Digitalpianos oder eben mit Piano-VSTs im Rechner, ist das hier schon mal eine total andere Erfahrung gewesen für mich. Und holt mich eigentlich mal wieder so auf den Boden ab. Ja? So, das ist eigentlich Klavierspielen. So, wenn man auch ein Piano-VST, also ganz tolle Sounds spielt, das Gefühl, das man da sucht, ist eigentlich das. Ja, So. das stimmt, ja. Das ist meine Überraschung für heute. Das nehme ich mit, das habe ich jetzt gelernt. Das ist wirklich toll. Und ja, Einsteigerpianos, was muss man da irgendwie mitbringen? Und das kannst du viel besser einschätzen. Ja, also wie gesagt, am Anfang ist bei so einem Hobby natürlich immer die Frage, was möchte ich ausgeben? Und natürlich in einem Bereich von, wenn ich nur ein Budget habe von 400, 500, 600 Euro, dann ist sowas natürlich weit entfernt. Aber wenn ich natürlich wirklich so nah wie möglich an dem Klavierspielen
Klavier spielen, das heißt ja nicht Digital-Piano spielen, dran sein will, dann würde ich mir die zwei auf jeden Fall mal anschauen. Also für ein bisschen unter 3.000 Euro, da kriege ich ja auch zum Teil auch nur in Anführungsstrichen Digital-Pianos. Ja, also ja. wir sind jetzt quasi Ja, an ja, der ja, Stufe, ja, wo man genau. sagt, okay, preislich sind wir da dabei. Damals war das so, dass so billige Klaviere eigentlich nicht wirklich gut waren. Und jetzt kann man aber wirklich sagen, so für den Klavierunterricht, das ist ja auch immer hier die Frage, Genau. ist das auf jeden Fall was man sich überlegen kann. Und auch visuell machen die natürlich was her. Es ist jetzt nicht Ohne Frage. irgendeine schwache Farbe, irgendwie Walnuss oder sonst irgendwas, was ein bisschen altbacken ist. Eine Hochglanzlackierung. Hochglanz, schwarz und ich weiß nicht, ob es die Kamera einfangen kann. Das ist wirklich top gemacht. Also hier gibt es keine Ja. Wellen oder sonstige Brüche im Lack oder was. Also das muss man sagen, für das Geld ist es auch visuell natürlich in einem Wohnzimmer oder sowas, was man auf jeden Fall auch machen kann. Da wird man nicht enttäuscht. Ja. Also für mich, ich könnte mir sogar vorstellen, das im Studio zu haben und da Songs aufzunehmen. Dieser lyrische Sound, den das Klavier hat, also das hat mich sehr angesprochen. Ich fand auch das klanglich auf jeden Fall, hat mich mehr angezogen. Natürlich hat das ein bisschen mehr Volumen, ist klar, ist aber auch natürlich ein bisschen anderer Preis. Aber das ist ja ich sag mal, das ist ja auch immer noch ein Einsteigerklavier, dass das immer noch so einen schönen Klang haben kann, ist eigentlich für uns jetzt so die Ja. Entdeckung des Tages, würde ich mal sagen. Ne? Ja, kann ich nur so unterschreiben. Absolut.